stellen Sie sich vor, Sie verschwinden. Nicht durch Entführung. Nicht durch Tod. Sie verschwinden, weil ein Computer entscheidet, dass Sie nicht mehr wichtig genug sind, um zu existieren. Keine dramatische Szene. Kein Kampf. Nur ein stiller Algorithmus, der Ihren Namen in eine Liste verschiebt, die niemand mehr liest. Dies ist die Geschichte von Lena Ahrens. Einer Frau, die nicht starb. Die nicht floh. Die gelöscht wurde, während sie noch atmete. Und das Erschreckendste daran? Das System, das sie auslöschte, hatte keine böse Absicht. Es funktionierte exakt so, wie es programmiert wurde. Das Protokoll beginnt im Frühjahr 2008 in einer Stadt zwischen Hamburg und Hannover, wo eine Geschichtslehrerin einfach aufhörte zu existieren. Und niemand bemerkte es, bis es zu spät war. Lena Ahrens, 32 Jahre alt, wachte am Sonntagabend um 23:47 Uhr auf. Ihr Wecker war unter das Bett gerutscht, das mechanische Ticken hatte sie aus einem unruhigen Traum gerissen. Sie kroch auf den kalten Holzboden, tastete nach dem Plastikgehäuse, stellte ihn auf 6:15 Uhr. Ihre Finger zitterten leicht. Seit Wochen hatte sie dieses Gefühl, als würde jemand durch ihr Leben blättern wie durch ein Buch, dessen Ende bereits geschrieben war. Am nächsten Morgen bereitete sie sich wie immer auf den Tag vor. Der Tee in der blauen Keramikkanne dampfte leise. Durch das Fenster sah sie die Glycinien, die sich um das Geländer des Altbaus rankten. Sie biss in einen Apfel, blätterte durch die Zeitung. Die Schlagzeile lautete: Datenschutzreform in Kraft, Bürger besser geschützt. Sie legte die Zeitung beiseite, ohne den Artikel zu lesen. Um 7:32 Uhr verließ sie die Wohnung. Die Handtasche über der Schulter. Das Handy auf dem Küchentisch. Sie schloss die Tür hinter sich. Niemand sah, wohin sie ging. Um 8:15 Uhr sollte sie in der Volkshochschule Wiesengrund sein. Sie kam nie an. Ihre Kollegin wartete. Der Hausmeister wartete. Gegen 9 Uhr klingelte das Telefon in Lenas Wohnung. Niemand hob ab. Um 12 Uhr rief ihre Schwester Clara an. Keine Antwort. Am Abend stand die Polizei vor der Tür. Die Wohnung wirkte still und unberührt. Der angebissene Apfel lag noch auf dem Teller, inzwischen braun geworden. Die Zeitung war gefaltet. Die Handtasche fehlte. Keine Spuren eines Kampfes. Keine Unordnung. Keine Notiz. Nur eine Leere, die sich nicht erklären ließ. Kommissar Felix Brandt übernahm den Fall am nächsten Morgen. Er war 54 Jahre alt und hatte wenig Geduld für moderne Ermittlungsarbeit. Er vertraute Papier, Zeugenaussagen und physischen Spuren. Doch Lena Ahrens hatte keine davon hinterlassen. Also wandte er sich widerwillig der digitalen Spur zu. Die Überwachungskameras in der Straße hatten keine relevanten Aufnahmen. Ihr Mobiltelefon hatte das letzte Signal am Sonntagabend um 22:13 Uhr gesendet, eine Nachricht an Clara: Morgen wird schön. Bis Samstag, danach nichts mehr. Ihr Bankkonto zeigte keine Bewegungen seit Freitag. Ihre Kreditkarte war inaktiv. Es war, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Doch in den Datenbanken der Verwaltung war Lena weiterhin präsent. Sie war gemeldet. Sie war versichert. Sie war steuerpflichtig. Ihr Name stand in allen Registern. Sie existierte vollständig, nur nicht mehr in der Welt. Brandt bat die IT-Abteilung um Unterstützung. Eine junge Analystin namens Mareike wurde hinzugezogen. Sie war erst 23 Jahre alt, aber außergewöhnlich begabt. Sie arbeitete leise, präzise und mit einer Intensität, die Brandt irritierte. Nach 2 Tagen kam sie mit einem ersten Ergebnis. Ihr Datensatz ist inaktiv, sagte sie. Brandt runzelte die Stirn. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass das System sie nicht mehr verarbeitet. Keine Updates. Keine Abfragen. Sie ist vorhanden, aber nicht mehr Teil des aktiven Abgleichs. Wer hat das veranlasst? Mareike schüttelte den Kopf. Niemand. Der Status wurde automatisch gesetzt.
Sie erklärte, dass das zentrale Verwaltungssystem sogenannte Statusstufen verwendete, um Millionen von Datensätzen effizient zu verwalten. Aktiv bedeutete, dass ein Datensatz regelmäßig überprüft, synchronisiert und aktualisiert wurde. Inaktiv bedeutete, dass er als stabil und abgeschlossen galt und deshalb aus allen laufenden Prozessen herausgenommen wurde. Warum sollte jemand inaktiv werden, wenn er lebt, fragte Brandt. Mareike zögerte. Das System bewertet Relevanz. Nicht Leben. Sie zeigte ihm einen Auszug aus dem Protokoll. Kein Name, keine Uhrzeit, kein Nutzer. Nur der Eintrag, Status inaktiv. Das ist nicht normal, sagte sie leise. Brandt fühlte, dass der Fall sich veränderte. Er war kein klassisches Verschwinden mehr. Er war ein Übergang in etwas anderes. Mareike begann, tiefer zu suchen. Sie fand alte Logdateien, verlassene Serverkopien, Fragmente von Programmen, die niemand mehr betreute. Schließlich stieß sie auf den Kern des Systems, eine Verbindungsschicht zwischen Behörden, intern SYS, Verbindung genannt. Diese Schicht sorgte dafür, dass Änderungen in einem System automatisch an andere weitergegeben wurden. Sie war alt, mehrfach erweitert und kaum dokumentiert. In einem dieser alten Module fand Mareike eine Funktion mit einem harmlosen Namen, bereinigen _ erhalten. Die Logik dahinter war einfach, Datensätze ohne erkennbare Aktivität, ohne offene Verträge und ohne Abhängigkeiten wurden aus dem aktiven Verkehr genommen, um Systemressourcen zu sparen. Lena hatte keine Kinder. Keine laufenden Kredite. Keine laufenden Verfahren. Keine offene Korrespondenz. Aus Sicht des Systems war sie ruhig. Still. Nicht relevant. Und so wurde sie verschoben. Nicht gelöscht. Nicht entfernt. Nur aus dem Blick genommen. Mareike fand weitere Namen. Zuerst 10. Dann 50. Dann Hunderte. Menschen, die nicht tot waren. Nicht ausgewandert. Nicht vermisst. Nur inaktiv. Wie viele sind es? Fragte Brandt. Mareike sah ihn an. In den letzten 5 Jahren 347. Brandt spürte, dass dies größer war als ein einzelner Fall. Dies war kein Fehler. Dies war eine Funktion. Mareike begann, die Liste zu strukturieren. Sie sortierte nach Regionen, nach Jahren, nach Statusveränderungen. Sie suchte Muster. Und sie fand eines. Die meisten der Inaktiven lebten allein. Sie hatten wenige soziale Kontakte. Sie hatten keine Kinder. Sie hatten keine Schulden. Sie hatten keine laufenden Verträge. Sie waren administrativ leise. Das System hatte gelernt, Stille als Abschluss zu interpretieren. Ein abgeschlossener Mensch erzeugt keinen Aufwand. Ein abgeschlossener Mensch benötigt keine Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit ist eine Ressource. Die Liste wuchs. Nicht, weil neue Menschen inaktiv wurden, sondern weil Mareike immer weiter zurückging. Bis in das Jahr 2001. Bis zu dem Moment, als das System zum ersten Mal vollständig automatisiert worden war. Dort begann es. Eine kleine Optimierung. Eine Routine, die nachts lief. Sie hatte keine Benutzeroberfläche. Sie stellte keine Fragen. Sie führte nur aus. Und sie hatte nie einen Grund, aufzuhören. Brandt konfrontierte erneut seine Vorgesetzten. Er legte die Liste vor. Er erklärte die Funktion. Er zeigte, dass es sich nicht um Einzelfälle handelte. Die Reaktion war zurückhaltend. Nicht ablehnend. Nicht empört. Sachlich. Das ist kein krimineller Vorgang, sagte man ihm. Es ist ein Systemzustand. Es sind Menschen, sagte Brandt. Es sind Datensätze, korrigierte man ihn. Er verstand, dass er nicht gegen einen Täter arbeitete. Er arbeitete gegen eine Struktur. Und Strukturen lassen sich nicht verhaften. Man versprach ihm eine Arbeitsgruppe. Man versprach ihm ein Gutachten. Man versprach ihm Zeit. Doch Zeit war genau das, was Lena nicht hatte. Mareike arbeitete weiter.
Sie baute ein Modell des Systems nach. Nicht vollständig. Nur genug, um es zu verstehen. Sie simulierte, was passierte, wenn man den Status änderte. Wenn man ihn von inaktiv zurück auf aktiv setzte. Nichts geschah. Denn der Status war kein Feld. Er war ein Zustand, der sich aus mehreren Variablen ergab. Ein emergentes Ergebnis. Und sobald dieser Zustand erreicht war, reproduzierte er sich selbst. Jede Synchronisation bestätigte ihn. Jeder Abgleich verfestigte ihn. Er wurde wahr, weil er wahr war. Es ist wie ein schwarzes Loch, sagte Mareike. Sobald etwas hineinfällt, gibt es kein Zurück. Brandt fragte, gibt es irgendeinen Weg, ihn umzukehren? Mareike zögerte. Dann sagte sie, vielleicht. Sie zeigte ihm eine weitere Funktion. Tiefliegend. Kaum dokumentiert. Reaktivieren_bei_Anomalie. Sie war dafür gedacht, systemkritische Fehler abzufangen. Wenn ein Datensatz inaktiv war und gleichzeitig eine ungewöhnlich hohe Anzahl externer Anfragen erzeugte, konnte der Status automatisch überprüft werden. Wie viele Anfragen? Fragte Brandt. Mareike sah auf den Code. Mehr als 1000 in kurzer Zeit. Von wem? Von überall. Anfragen von Behörden. Von Journalisten. Von Bürgern. Von Webseiten. Das System verstand Öffentlichkeit als Störung. Und Störungen als Grund zur Prüfung. Sie verstanden, was sie tun mussten. Sie mussten Lärm erzeugen. Nicht für Menschen. Für das System. Sie bauten eine einfache Webseite. Sie schrieben Lenas Namen. Ihr Geburtsdatum. Ihr letztes bekanntes Foto. Und eine einzige Frage. Wo ist Lena Ahrens? Sie verteilten den Link. An lokale Medien. An Datenschutzgruppen. An Foren. An Blogs. Die ersten Tage passierte nichts. Dann erschienen Kommentare. Dann Anfragen. Dann Artikel. Dann Nachfragen. Die Zahl stieg. 100. 500. 1000. Und dann geschah etwas. Lenas Status änderte sich. Von inaktiv auf aktiv. Ohne Erklärung. Ohne Protokoll. Einfach so. Ihre Krankenversicherung schickte einen Brief. Ihre Bank meldete sich. Die Rentenstelle stellte eine Anfrage. Das System hatte sie wieder erkannt. Doch Lena war noch immer verschwunden. Brandt fühlte keine Erleichterung. Nur Leere. Denn er verstand nun. Das System konnte Menschen vergessen. Und es konnte sie erinnern. Aber es konnte sie nicht zurückholen. Einige Wochen später erhielt Clara einen Brief. Kein Absender. Handschriftlich. 3 Sätze. Ich lebe. Ich bin sicher. Bitte sucht mich nicht. Brandt fuhr der angegebenen Spur nach. Eine kleine Stadt im Norden. Ein Hafen. Ein graues Haus. Eine Frau öffnete die Tür. Sie war dünner. Älter. Aber es war Lena. Sie sah ihn an und sagte: Ich wollte wissen, was passiert, wenn ich aufhöre, wichtig zu sein. Und, fragte Brandt. Sie antwortete: Dann hört man auf, zu existieren. Brandt fragte, warum sie nicht zurückgekehrt sei. Sie sagte: Weil das System mich jetzt kennt. Und wenn es mich kennt, kontrolliert es mich. Sie schloss die Tür. Brandt fuhr zurück. Er wusste, dass er nichts melden konnte. Nichts erklären. Nichts beweisen. Der Fall wurde geschlossen. Nicht als gelöst. Nicht als ungelöst. Sondern als nicht weiter verfolgbar. Mareike speicherte die Liste. Sie nannte sie das Register der Intakten. Sie aktualisierte es jede Woche. Denn sie wusste, das System arbeitete weiter. Still. Unauffällig. Ohne Absicht. Und ohne Gnade.